So, jetzt sind wir da und möchten heute mit dem Cactus Express gerade um die Ecke, wo schön am Einheizen ist, einen gebührenden Start geben mit einer feinen Schweinsschulter. So, da haben wir die Schweinsschultern jetzt vorbereitet. Schweinsschultern ist ein Klassiker im amerikanischen Barbecue, auf einem Barbecue Smoker zubereitet, und zwar so, dass wir am Schluss ein Pulled Pork machen können. Das heisst, das Zupffleisch. Das Fleisch wird so lange gegart, bis es so weich ist und so zart ist, dass man es mit einer Gabel zupfen kann und in einem Burger dann geniessen. Zur Vorbereitung wird jetzt zuerst die Schwarte eingeschnitten, damit das Gewürz auch ein bisschen in die Tiefe dringen kann. Das machen wir dann mit dem Messer. Und einreiben bzw. würzen tun wir es mit unserem Barbecue Rub. Buffalo Bill passt ja zum Thema Barbecue Smoker und unserem Cactus Jack Express, wo wir jetzt schon am Einheizen sind, gerade um die Ecke. So, und ich tue dann die Schwarten ein bisschen schneiden, da, damit wir so schöne Taschen haben, wo dann auch die Gewürze eindringen können, auch von dieser Seite vom Fleisch. Und das mache ich da im Abstand von ein paar Zentimeter so quer drüber rein. Das ist nicht so matchentscheidend, wie viele Zentimeter, aber einfach so im schönen Abstand, ein paar vertiefte Schnitte, so quer drüber rein. So, und da nochmal einen. Und jetzt haben wir da ein paar so Schnitte gemacht, wo wir jetzt unseren Rub drauf tun und schön würzen rundherum. Das wir einwürzen, und zwar grosszügig. Rundum auch hier in die Schnitte rein, auf den Schwarten. Hier ein bisschen zwischen kommt, dass die Aromatik auch vom Gewürz rein kann. Und dann kehren wir hier auf die Fleischseite und hier auch dasselbe. In dieser Würzmischung hat es auch schon Salz drin. Das bedeutet, dass wir hier nicht speziell zusätzlich salzen müssen. Und wir hier doch sehr grosszügig dürfen drauf gehen und das noch ein bisschen andrücken, was wir hier haben. Auf allen Seiten, dass wir hier auch auf der Frontseite das ein bisschen andrücken können. So. Genau. Im amerikanischen Barbecue tut man eigentlich immer trocken würzen. Das hat einen ganz einfachen praktischen Grund. Stellt euch vor, wenn ihr nass oder mit Marinaden einreiben und eine grosse Party habt mit vielen Kilo von Fleisch, dann braucht ihr eine ganze Badwanne voll Marinaden. Und das ist viel einfacher, wenn man es eben trocken mariniert und so trocken einwürzen, dem sogenannten Dry Rub, wie es die Amerikaner dem sagen. So, jetzt die Schweinsschulter rundum ist fertig. Jetzt können wir eigentlich schon auf den Smoker. Am Anfang müssen wir da noch gar keine Kerntemperatur messen, das ist gar noch nicht nötig, weil es geht doch einige Stunden, bis es dann parat ist. So, haben wir das Müsterli da parat und tun das jetzt in den Smoker legen. So, tipptopp, die ganze Schulter. Deine Meinung interessiert mich, schreib sie in die Kommentare, dass ich dir eine Antwort geben kann. Und wenn es dir gefallen hat, Thumbs up, gib uns ein Like, abonniere unseren Kanal und drück aufs Glöckchen. Und dann schau uns das nächste Video über das Thema Pulled Pork an. Bis dann, ciao.